We'll also be thanking Nora Ratzel for making the translation. Afterwards. I'm saying it now in advance. Ja, also wir wollen jetzt anfangen und er möchte sich erstmal bedanken für die Einladung bei Josef Held und für Stephen Church dafür, dass er das alles mit organisiert hat und für Bettina und Thomas Kolitek für die Übernachtungsmöglichkeiten. What I'm going to try and talk about today is the work I've been doing both in research and in, I think, what you call social pedagogics. And I'm going to try and show that these are two aspects of the same process. They aren't necessarily separate. They can be done by the same people. It can be a form of practical collaboration between people working in universities and people working in youth work. And the particular approach that I'm going to describe tries to make those connections between theory and practice all the way through. Phil Cohen wird jetzt erzählen über seine Forschung einerseits und über seine Arbeit, die man hier wohl Sozialpädagogik nennt. Und er versucht davon zwei Aspekte darzustellen, nämlich eben einerseits diesen Forschungsprozess und andererseits diesen sozialpädagogischen Prozess. Und das sind zwei Aspekte desselben Prozesses. Man kann es auf verschiedene Arten und Weise machen, so dass eine und dieselbe Person beide Aspekte macht oder so, dass verschiedene Personen jeweils einen Aspekt machen und dann zusammenarbeiten. Aber die Herangehensweise besteht jedenfalls darin, zu zeigen, wie eine Möglichkeit hergestellt werden kann, um Theorie und Praxis zu verbinden. I'm going to try and relate to some of the debates that you've been having here in this conference, and maybe some debates in Germany, and also maybe give you some idea of the English situation, the peculiarities of the English situation. But I should also say that there may be some problems because some of the material I'm going to be talking about will be quite specific to English history and English culture. And although I've changed it to some extent to make that less so, it may be that just the context will be a little unfamiliar because of those differences in the two societies. Also einerseits möchte er sich beziehen auf die Diskussionen, die hier auf der Konferenz gelaufen sind und in der Bundesrepublik, aber auf der anderen Seite wird natürlich der Vortrag ein Einblick sein in die Besonderheiten der englischen Situation. Und es kann sein, dass es Schwierigkeiten gibt bei der Materialanalyse, weil die sich eben auf Besonderheiten in England beziehen. Er hat versucht, das zu vermindern und das allgemeiner zu gestalten, aber es kann sein, dass der Kontext also sich auf spezifische englische Situationen bezieht. Vielleicht kann man das dann in der Diskussion erfahren. The structure of what I'm going to say, I'm going to divide into 4 parts. The first part, I'm going to say a little bit about a little theory. The second part will be a little bit of history. The third part will be contemporary, and the fourth part will be talking particularly about the educational aspects of my work. So that's the sort of menu. Also es wird 4 Teile haben, der Vortrag. Der eine ist der theoretische Teil, wo die Begriffe entwickelt werden. Der andere ein historischer Teil. Ein dritter Teil zeigt die gegenwärtige Situation und ein vierter Teil zeigt Materialanalysen und bezieht sich unmittelbar dann auf den Erziehungsprozess. I'm going to try and think aloud, not just read this because it's boring. I'm going to try and not do that so much. Also er wird versuchen, laut zu denken und nicht einfach was vorzulesen, weil das ein bisschen langweilig ist. The title of the paper, Old Heads on Young Shoulders, illustrates the problem because I thought, before I came here, that there would be a German equivalent. It's a popular saying in England, but Nora tells me that there's no German equivalent. I don't know. Perhaps Maybe they know. somebody knows. Also ja, der Titel ist so eine Art Sprichwort in England und mir ist keine Entsprechung eingefallen im Deutschen. Also das heißt wörtlich übersetzt
alter Kopf auf jungen Schultern und es soll bedeuten, dass man in jungen Jahren irgendwelche Verantwortung übernimmt, die eigentlich für Erwachsene gedacht sind. Ich weiß nicht, ob es so ein Sprichwort im Deutschen gibt, mir ist keins eingefallen. Also wie ein kleiner Erwachsener sein. Ne? Nicht altklug, weil altklug ist ja ein bisschen negativ besetzt. Und das heißt einfach, dass man als Jugendlicher eine Verantwortung übernimmt, die eigentlich sonst für Erwachsene da ist. What it means in England is it's a term applied by older people to young people, and it means that this young person shows all the kind of the attributes of wisdom, experience, knowledge, all the things that old people are supposed to have. You see, this is the idea of the old head on the young shoulder. So. Ja, also es wird